Ja, Michael, wir stehen ja jetzt vor unserer Trapezblechbefestigungsschiene. Erklär uns doch mal was dazu. Ja, also wir haben hier die JTB, also eine Trapezblechbefestigungsschiene aus dem Hause Jordal. Diese wird eingesetzt, um diese Trapezbleche, die wir so nennen, an Bindern oder Wänden oder Stützen an einem Gebäude zu befestigen. In welchen Bereichen wird diese JTB eingesetzt? Wird die in Fertigteilwerken oder eher auf der Baustelle im Ortbeton eingesetzt? Hier haben wir den absolut klassischen Einsatz im Fertigteilwerk. Man kann diese Schiene zwar auch auf der Baustelle einbauen, besonders wenn wir jetzt konstruktiv nicht anders arbeiten können, aber wirklich der Haupteinsatz ist hier im Fertigteilwerk. Wie wird dann am Ende das Anbauteil an der JTB befestigt? Das ist relativ einfach. Und zwar, wenn wir uns diesen Querschnitt anschauen, siehst du hier einen Füllkörper, der verhindert, dass der Beton beim Betonieren bis ans Blech kommt. Und so entsteht hier ein Freiraum, wo wir eine Schraube, eine selbstbohrende Schraube, eindrehen können, die sich dann auch hier drin noch bewegen kann. Das klingt nach einer einfachen und schnellen Montage. Muss der Planer dort etwas berücksichtigen? Für den Planer ist es eine sehr einfache Geschichte, dass es hier ein zugelassenes Produkt ist. Also das heißt, er kann hier auf Tabellen und Rechenwerte zurückgreifen, die bereits vorher definiert wurden. Wir sehen ja auch hier, die ist sehr schön oberflächenbündig eingebaut, was natürlich auf die Herstellung im Fertigteilwerk hindeutet. Gibt es sonst noch irgendwelche Vorteile der JTB? Der Vorteil beim Einsatz einer JTB ist natürlich auch in der Baugeschwindigkeit zu sehen. Man kann nach Stellen der Binder relativ schnell das Gebäude mit den Trapezblechen regensicher schließen. Welche Varianten gibt es von der JTB? Wir haben zum Beispiel unterschiedliche Ankerabstände, je nach Lastfall, den wir anwenden müssen. Wir haben unterschiedliche Materialstärken und wir haben hier unterschiedliche Materialien. Je nach dem Anwendungsfall nimmst du entweder verzinkt oder Edelstahl. Die Breite ist bei 60 mm angeordnet. Warum machen wir 60 mm? Es hat einfach den Hintergrund, wenn der Dachdecker dieses Blech auflegt, sieht er diese Schiene nicht mehr. Er kann sich zwar notfalls einen Strich machen, aber so ist er doch etwas variabel in der Schraubenbreite, wo er es ansetzen kann. Die JTB ist also eine flexible Möglichkeit, Außenverkleidungen wie Trapezbleche und Sandwich-Elemente an einer Hallenhülle zu befestigen. Das ist eine sehr einfache Methode, um überhaupt etwas an einer Fassade zu befestigen. Also wir sind jetzt nicht gezwungen, ein Trapezblech zu setzen, sondern es können alle Anwendungsfälle genommen werden, die mittels einer Schraube befestigt werden können.